Wir untersuchen hier die Vorgänge, die sich an den Wänden von Fusionsexperimenten abspielen. Und dazu haben wir hier diesen Beschleuniger. Und wir nutzen die Methode der sogenannten Rutherford-Rückstreuung. Das heißt, wir haben schnelle Teilchen und messen die Energiespektren der rückgestreuten Teilchen von einer Probe. Auf die Art und Weise können wir dann die Zusammensetzung der Probenoberfläche messen und daraus dann Rückschlüsse auf die Änderungen oder auf die Prozesse machen, die sich an den Wänden von Fusionsexperimenten abspielen. Der Beschleuniger, den Sie hier sehen, ist ein 3 Megavolt Beschleuniger, also ein Beschleuniger mit 3 Millionen Volt. Und mit dem können wir im Grunde das gesamte Periodensystem beschleunigen, also quasi jeden beliebigen Ionenstrahl herstellen. Meistens benutzen wir Protonen oder Helium, aber wir können im Prinzip auch Wolfram oder Gold-Ionen damit herstellen. Ja, wir haben hier verschiedene Messstationen. Es gibt einen Magneten, der die Teilchen in horizontaler Richtung in verschiedene Strahlrohre ablenkt. Und am Ende jedes Strahlrohres findet sich dann ein Experiment, wo dann die eigentlichen Messungen stattfinden. Diese Experimente unterscheiden sich dadurch, dass unterschiedlich große Proben genommen werden können oder dass noch zusätzliche Diagnostiken dann vorhanden sind.